In dieser Folge nehmen wir euch mit auf die wohl härteste, schönste und surrealste Motorradtour, die wir je gefahren sind. Von den Kolonialgassen Sucres durch die Bergwelt der Anden, weiter über die endlosen Hochlandpisten Potosis, bis hinein in die abgelegensten Regionen Boliviens, die legendäre Lagunas-Route. Tiefer Sand, endlose Offroad-Tracks und Landschaften, die aussehen, als wären wir auf einem anderen Planeten. Ein Extrem für Mensch und Maschine. Es wird eine Fahrt, die wir so schnell nicht vergessen werden. Wir haben die letzten 2 Wochen in Sucre, der wunderschönen Hauptstadt von Bolivien, verbracht. Im Hostel haben wir andere Reisende kennengelernt und gemeinsam einen Ausflug zu einem Kreidezeitpark gemacht. Der Park ist nicht nur Zuhause von lebensgroßen Skeletten, sondern man findet dort auch die größte Ansammlung von Dinosaurier-Fußspuren. Und wenn man direkt davor steht, wird einem erst so richtig klar, dass diese Fußspuren über 68 Millionen Jahre alt sind. Zwischendurch haben wir Sucre erkundet, die Stadt, die als Geburtsort Boliviens gilt und übrigens auch als Schokoladenhauptstadt bekannt ist. Viele Reisende kommen auch hierher, um sich an die Höhe zu gewöhnen, bevor sie in höhere Andenregionen reisen. Immerhin liegt Sucre für Bolivien mit 2800 Metern vergleichsweise tief. Für uns war das der perfekte Ort für eine Woche lang Spanischkurs. Und das Beste kam zum Schluss. Unser Spanischlehrer hat uns am Ende auf eine private Motocross-Strecke eingeladen. Der Besitzer Ricardo ist auch gerade dabei, auf seinem Grundstück einen Campingplatz aufzubauen. Also ein kleiner Tipp für alle Reisenden, ihr findet den Punkt auch auf iOverlander. Einfach nur mega cool. Eine Woche mit meinem Spanischlehrer und dann dürfen wir hier auf seinem Grundstück fahren. Epic Shit. Steffi probiert gerade die Afrika-Tour. Kaum sind wir aus Sucre raus, geht's ohne große Übergangsphase auf einen Offroad-Track. Da geht's ja gleich Vollgas auf. Ja, da geht's Vollgas auf. Rund um Sucre merkt man sofort, wie schnell die Stadt in die Berge übergeht. Kaum ist man raus aus dem Zentrum, öffnen sich weite Täler, staubige Hügel und die typische rötlich-braune Andenlandschaft. Die Straßen schlängeln sich an den Hangkanten entlang und je weiter man rausfährt, desto mehr verschwinden die weißen Kolonialgebäude im Hintergrund und machen Platz für Felsen, Kakteen und endlose Bergketten. Dann hat man endlich so geile Strecken, wo man Kurven fahren kann und dann liegt überall so Öl. Man muss die ganze Zeit Slalom zwischen der Ölspur und den Kurven fahren. Tajuy Cancha. Da fahren wir jetzt von der Hauptstraße ab und fahren dann noch einen kleinen Teil Offroad bis nach Potosi, dass wir ein bisschen Action haben, weil ja, außer Passstraßen taugt uns nicht wirklich irgendetwas auf der Straße. Bevor wir nach Potosi fahren, haben wir aber noch einen kleinen Offroad-Track eingeplant. Eine Abkürzung, die uns am Ende den Tag aber nicht nur actionreicher gemacht hat, sondern auch um einiges länger. Keine easy Strecke, wie sich herausstellen wird. Mega nicer Track. Batsch. Der war dick. Hier sagt's da irgendwo immer. Hier war schwer. Okay. Ist er weg? Nope.
hier Hinterweg. Nope. Schauen wir mal. Wohl. Schau an. Tatsächlich. Der Weg ist voll cool. Sugar. Bleibt ihr ein bisschen. Die Straße wird immer enger, bis die zweispurige Spur komplett verschwindet. Und ihr kennt dieses Gefühl, denn man merkt, dass irgendetwas mit dem Trail nicht ganz in Ordnung ist, aber der Optimismus immer noch stark vertreten ist. Ja, hier fahren sicher nicht viele Leute hoch. Okay. So, wir kreuzen hier und dann wieder hier hin. Oh, jetzt wird's tricky. Wo ist denn da der Weg? Ja, der kann leicht verschollen sein da. Da müssen wir jetzt einmal schauen, weil der ist, glaube ich, gar unterwegs. Gehen wir mal schauen, ob man da überhaupt irgendwo runter kann. Ich muss so sicher, wo der Weg. Na, Der Weg ist hier komplett weggespült worden. Und wir haben Schauen wir keine mal hier. Ahnung, wann hier zum letzten Mal jemand Wahrscheinlich. lang gefahren ist. Es könnte tricky werden, aber wir wollen es zumindest mal versuchen. Mein Auto fährt hier keins. Und dann da hoch. So, wir müssen auf jeden Fall hier kurz die Taschen runternehmen, weil wegen der Höhe passen die hier drüben nicht am Felsen vorbei. Hier haben wir so eine Wasserrille, wo das Wasser wahrscheinlich abfließt, was von oben kommt. Und ich glaube eben, dass die Koffer da aufsetzen werden, wenn ich da runterfahre. Also müssen die jetzt ab. Boah, da waren sie fix aufgeguckt, schau. Ist auf der Höhe vom Motorblock. Junge. Bashplate. Leg los. Nice. Puh. Muss ich da rüber irgendwie? Wie sagt es? Junge. Aber ja, das ist halt so Teil von dem Ganzen. Wenn man Offroad fährt, dann kommen in diesen Ländern manchmal ein paar Überraschungen. Hoffen wir mal, dass wir nicht wieder drücken müssen da. Ja, das hoffe ich ja. Jetzt fahren wir mal vermutlich auf dem Weg, wo schon lang keiner mehr gefahren ist. Schau ein bisschen ins Haus, ja? Okay, das schaut aus wie ein Märchen da, oder? Das schaut schon krass aus, oder? Schau dir das mal an, ja. Das ist ein kleiner Fluss und dadurch ist es jetzt rundherum voll grün. Da wachsen Bäume, ein paar grüne Sträucher. Auch da hinten wird sogar irgendwas angepflanzt. Keine Ahnung, was es ist, Salat oder so. Aber für mich sieht das aus wie so eine kleine Oase mitten in den Bergen. Doutora se desfaz, se refaz
Danach ging es auf asphaltierter Straße weiter. Kurz vor Potosi sind wir einem gestrandeten Motorradfahrer begegnet. In solchen Fällen bleiben wir zumindest immer stehen und fragen nach, ob wir helfen können. Glaubst du, der braucht was? Vermutlich. Necesitas ayuda? La gasolina. Gasolina? Sí. Fica ein bisschen Benzin. Okay, amigo. Es okay, amigo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Chao, suerte. Que tenga un buen día. Gracias. voll der Fail mit dem Fistbump. Pass auf der Straße. Ja? Ja, er wollte Fistbumpen, ich wollte Hand geben, dann wollte ich Fistbumpen, dann wollte er Hand. Ja, lustig. So, Mann. Werden die Maschine vermutlich jetzt ziemlich beladen so da stehen lassen. Das ist ein ziemlich cooles Hostel. Mit so einem Innenhof, ziemlich grün. Schaut sehr nice aus. Dann freuen wir uns, wenn wir jetzt aus den Klamotten raus können. Und dann gehen wir die Stadt ein bisschen unsicher machen. Also das Zimmer ist eher klein, aber wir bleiben nur eine Nacht. Also es hat ein Klo, Dusche und ein Bett. Wir sind happy. Ja, tragst du uns jetzt die Taschen darauf? Nein, ich lass die drauf. Kannst du knicken. Potosi liegt auf 4000 Metern Höhe und wurde buchstäblich auf einem Berg aus Silber gebaut. Berühmt wurde die Stadt durch den Cerro Rico, den reichen Berg, der im 16. Jahrhundert so viel Silber hervorbrachte, dass Spanien damit halbe Weltreiche finanzierte. Heute thront der Berg immer noch über der Stadt und die Minen sind weiterhin in Betrieb, allerdings unter sehr harten und oft nicht sicheren Bedingungen. Die Minenarbeiter werden im Schnitt nur 40 Jahre alt. Die schlechte Luft und die harte Arbeit hinterlassen definitiv ihre Spuren am Menschen. Und das alles für weniger als 800 € im Monat. Man kann die Stollen auch besuchen und sich selbst ein Bild von den Bedingungen machen. Potosi ist voller kolonialer Architektur, enger Gassen und pastellfarbener Gebäude. Und trotz der schweren Vergangenheit hat die Stadt eine sehr lebendige Atmosphäre mit Märkten, Straßenständen und jeder Menge Hochlandkultur. Für uns definitiv ein sehr spannender, aber auch sehr rauer Ort und vor allem auch unsere höchstgelegenste Stadt bis jetzt. Am Abend gönnen wir uns eine traditionelle Maissuppe, die Lava de Mais. Ein typisches Gericht aus der Andenküche, das wärmt, Energie gibt und angeblich auch leicht verdaulich sein soll. Schmeckt sehr gut. In Potosi bekamen wir das erste Mal die Benzinknappheit des Landes zu spüren. Wie ihr in der letzten Folge vielleicht gesehen habt, hatten wir bisher nie große Schwierigkeiten damit. Hier schaut es allerdings so aus, als würde es in der ganzen Stadt einen Diesel- und Benzinmangel geben. Nicht schwer zu erkennen an den kilometerlangen Schlangen durch die Stadt. Absolut verrückt, wenn man bedenkt, dass manche Stunden oder sogar Tage auf Sprit warten. Das ist schon gestartet. Auch auf der zweiten Tankstelle hatten wir kein Glück. Also schlängeln wir uns weiter durch die engen Gassen von Potosi auf der Suche nach einer YPFB-Tankstelle. Hola.
Gracias. Wir wurden jetzt gerade zu 3 Tankstellen geschickt, das hier ist die 3. Aber bei der haben wir schon öfter getankt, also soll es im Prinzip jetzt hinhauen. Wir zahlen zwar vielleicht ein bisschen mehr, aber dann haben wir wenigstens Benzin. Hola. ¿Cómo estás? ¿Está esto? Llena, ¿no? Raus aus der Stadt zu kommen, war dann noch einmal ein eigenes Kapitel. Wir mussten uns an den Warteschlangen von LKWs und Autos vorbeischlängeln, die den gesamten Verkehr lahmgelegt haben. Alter Schwede, das ist schon speziell, gell? Allerdings, ja. Und das alles wahrscheinlich nur, weil nirgendwo Diesel zu kriegen ist. So, ich glaube, wir sind raus aus dem Labyrinth. Endlich! Das war jetzt wirklich ein kleines Labyrinth. Hat ein bisschen gedauert, gell? Haben wir wieder einen Haufen Lamas auf der Straße. Bisschen Verkehr. Sag schon mal ein bisschen näher. Der Weg von Potosi nach Uyuni war sehr entspannt. Nur Asphalt, kaum Verkehr. Für uns eine letzte Gelegenheit, uns noch einmal kurz auf dem Motorrad zu erholen und den Wind und die schönen Landschaften zu genießen. Denn die bevorstehenden Tage werden das Wildeste, was wir je auf einem Motorrad gemacht haben. In Uyuni angekommen heißt es für uns, die nächsten Tage vorbereiten. Volltanken. Unsere 2 extra Benzinblasen, die wir in Sucre von Freunden geschenkt bekommen haben, auffüllen und Proviant einkaufen. Alles, was wir so brauchen, um am nächsten Tag in die abgelegenste Region Boliviens aufzubrechen. Wie schon gewohnt, geht beim Tanken wieder easy ein halber Liter vorbei. Die paar Cent gehen dann wohl sin factura in die Tasche der Mitarbeiter. Hoppa! See. Jo. Wir suchen uns jetzt noch was Leckeres zu essen raus und dann sehen wir uns morgen auf dem Motorrad. Hier ist gerade das Licht ausgegangen. Jetzt wollte ich eigentlich das Licht hernehmen, um zu filmen, aber ja, egal. Auf jeden Fall, morgen geht's weiter. Wir gehen essen. Wir sehen uns auf dem Motorrad. Ciao, ciao. So, meine Lieben, wir machen uns heute aus Uyuni raus. Wir fahren jetzt hinter der Ellie. Ist eine Freundin, die wir unterwegs kennengelernt haben in Sucre. Die fährt die Lagunas Route mit uns. Ist immer nicer, wenn man zu mehrere Leute ist. Dann geht's easier, falls einer umkippt. Vor allem für uns. Ja, wir sind absolut geladen. Wir haben jetzt noch zusätzlich 6 Liter Benzin dabei. Ich habe das Gefühl, das Motorrad wird immer schwerer, umso länger wir reisen. Wir schauen jetzt, dass wir, wenn wir in Argentinien sind, noch ein bisschen Sachen loswerden. Weil die Maschine ist absolut heavy so. Wir sind übrigens an dem Punkt angekommen, wo ich am liebsten nicht nachschaue, wie viel Gewicht das der Heckrahmen verträgt.
Ellie kommt gerade direkt vom Salzsee, wo sie die letzte Nacht verbracht hat. Also machen wir erst einmal einen Frühstücksstopp, wo wir uns rückblickend leider viel zu viel Zeit gelassen haben. Von Uyuni bis nach San Pedro de Atacama in Chile sind es ungefähr 500 Kilometer. Wir haben mit der Africa Twin allerdings nur eine Reichweite von 380 Kilometern und das unter normalen Bedingungen. Circa 90 Kilometer von Uyuni in San Cristobal gibt es noch eine weitere Tankstelle. Wir nutzen also auch diese Gelegenheit zum Tanken. Das war die letzte Tankstelle. Ab jetzt sind wir auf uns gestellt. Ab dort zieht sich der Weg bis zum eigentlichen Start der Ruta de las Lagunas nochmal gute 80 Kilometer. Die Ruta de las Lagunas im Südwesten Boliviens ist eine der spektakulärsten und abgelegensten Strecken des Landes und es fühlt sich an, als wäre man auf einem anderen Planeten gelandet. Auf 4.000 bis 5.000 Metern Höhe geht es durch staubige Wüsten, vorbei an Vulkanen und Lagunen, die je nach Mineralien knallrot, türkis oder milchig weiß leuchten. Unterwegs begegnet man tausenden Flamingos und unzähligen Vicuñas, die wir hier zum ersten Mal gesehen haben. Sie gehören zur Familie der Kamele und sind die Wildform, aus der später die Alpakas domestiziert wurden. Die Lagunas Route ist eine berüchtigte Offroad-Strecke, die viele Reisende wegen der Abgeschiedenheit, der teilweise sehr schwierigen Navigation durch ein verwirrendes Netz tausender Offroad-Spuren und der anspruchsvollen Sandpassagen meiden. Es gibt mehrere Strecken. Wir haben uns für die westlichste entschieden, da man dort an den schönsten Lagunen vorbeifährt. Landschaftlich der spektakulärste Weg, aber gleichzeitig auch der am wenigsten befahrene und der herausforderndste. Einige haben uns im Vorhinein davor gewarnt und sogar abgeraten, die Strecke zu zweit mit der schwer beladenen Africa Twin zu wagen. Aber wie schwer kann es schon sein? Ellie hat sich an diesem Punkt entschieden, dass sie die einfache östliche Route nehmen will. Also verabschieden wir uns hier und planen uns am Abend im Hostel wiederzutreffen. The other way? Okay. Well, good luck, see you. Beim offiziellen Start der Lagunas-Route leeren wir unsere erste Benzinblase. Sollte eigentlich keine große Angelegenheit sein. Aber wir haben keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Die Intuition war von Anfang an richtig. Aber leider war auf den ersten Blick nicht erkennbar, dass man den Verschluss mit Kraft draufschrauben muss. Die Angst, den Schlauch einzureißen, führte zu einer Anzahl von Fehlern. Im Nachhinein finden wir es lustig. Vor Ort war es nicht ganz so amüsant. Die erste Hälfte haben wir also verschüttet. Ein guter Teil davon ging in meinen Helm und Steffis Auge, der Rest wurde vom Wind verweht. Wie gut, dass es hier nicht auf jeden Tropfen Benzin ankommt. Wow, voll explodiert. Mega nice. Ah, schau die Stirne. Als hätte sie jemand aufgelegt. Haha, geil. Schaut cool aus, ja. Bevor wir jetzt hier wegfahren, habe ich noch was in meinem Blickwinkel gesehen. Schon wieder irgendein totes Tier. Das ist wahrscheinlich ein Alpaka. Soll man jetzt so einen Knochen mitnehmen? Den kann man ans Moped tapen, so. Und dann sagen wir, das war unser Freund. Den haben wir zurückgelassen. Schauen wir, ob es den Weg überlebt. Schon wieder Trial fahren hier mit der Africa Twin. Okay. Oh. Ja, Mann.
Nice. Junge. Oh, nice. Sehr nice. Achtung, Sand. Ah, mein Fuß, Schatz! Oh, Jetzt heben. jetzt geht's. Großer. Wow. Putzi. Geht's da? Schatz, geht's? Ja. Das hat ordentlich geknackst. Hat's? Jo. Warte kurz. Tut's weh? Ah, ein bisschen schon, ja. Ja, noch ein bisschen. Ja. Okay. Oh, Junge. Schau die Flamingos. Ah ja, schau an. Und die nächste Lagune. Nice. Da gibt's dann die nächste Lagune. Ja, wassergeile Landschaft. Absolutes Privileg, hier fahren zu dürfen. Ja. Du musst rüber, ja? Du musst nur jetzt hier schauen, dass ich nicht in ein Loch falle oder sowas. Ja. Machst also schon deinen eigenen Weg. Ja, man kann ja kreuz und quer. Es steht ja nirgendwo, dass man... Boah, schau, wie viele Jeep-Spuren hier sind. Die surreale Landschaft ändert sich ruckartig. Von einem Moment auf den anderen sind wir von fast weißem Sand auf einer schwarzen Mondlandschaft unterwegs. Da wohl Rollercoaster. Damn. Wie haut's hinten auf und ab? Ja, aber ein Dauergrinser. Das wollen wir. Dafür sind wir da. Wie cool schaut das aus, bitte? Es schaut aus, als würde man am Mond fahren. Voll der nice Track. Ich bleib ganz kurz stehen und ich drehe die Kamera einmal nach hinten, weil das schaut auch episch aus. Wie das ausschaut.
Oder? Und dann die Wolken, die den Schatten in den Bergen haben. Es ausschaut, da ist nichts, gell? Kein Baum, kein Strauch. Nix, gell? Die ganze Region ist übrigens eine Vulkanregion, was die dramatischen Landschaften, das Gestein und die Farben der Lagunen stark beeinflusst. Der Anblick ist für uns absolut atemberaubend und surreal. Unsere Augen sind fast überfordert. Wir haben ein paar Alpakas am Weg. Episch, wie die da laufen. Freiheit pur, da die sagen. Irgendwie ist nichts in der Landschaft, gell, aber ich weiß nicht vor lauter Schaugen, wo ich hinschauen soll. Schon auf dem Weg. Vor uns verzweigen sich hunderte von Jeepspuren. Alle gehen scheinbar endlos geradeaus. Man muss sich also einfach nur eine raussuchen, in der Hoffnung, dass man die richtige wählt und man nicht in den schlimmsten Wellenblech- oder Sandspuren landet. Doch letztlich erwarten einen überall die gleichen Wellenblechpisten. Eine ruppiger als die andere. Es ist echt wild und kommt auf den Bildern nicht so rüber, aber ich mache mir ernsthaft Sorgen ums Material. 3, 2, 1. Grab mir ein. Ja. 3, 2, 1. Na. Nach unserem kleinen Sturz beim Spurenwechsel hat sich das Motorrad im Kiessand eingegraben. Auf 4000 Metern Höhe fühlt sich jeder kleine Schub an, als würde man einen Felsen versetzen. Eine gefühlte Ewigkeit und einen anstrengenden Kraftakt später hatten wir die Maschine endlich befreit. Was ein Abenteuer. Boah, ja. Was für später. Für die Geschichten für später. Jetzt wird's sandig. Ist bereit, denk dran, locker bleiben. Ja. Na, ich find's krass. Ich hätte mir ehrlich gesagt nie im Leben gedacht, dass tatsächlich so viel Sand liegt hier. Ja. Und auch den Waschbrettboden da, den habe ich unterschätzt. Ah, Das ist Steine, ja- endlich. Endlich. Endlich Steine. Oh, das schaut da aus, Alter. Hör auf. Okay. Wo fahren wir denn hin? Oh, Junge, Nice. oh, wie geil. Wir haben jetzt 17 Uhr. So langsam geht die Sonne unter und wir verlieren Temperatur.
Wir haben jetzt 9 Grad. Ist nicht mal ganz so warm. Na, wir haben circa noch 70 Kilometer vor uns. Es wird langsam Abend und wir haben gerade einmal die Hälfte unserer geplanten Strecke geschafft. Nicht ganz ideal. Rückblickend haben wir am Morgen im Café sicher zu lange gedrödelt und unterwegs vielleicht etwas zu viel Zeit mit Drohnenaufnahmen verbracht. Noch dazu kamen die ganzen ungeplanten Pausen, in denen wir die Maschine wieder aufrichten oder aus dem Sand ziehen mussten. Alles Kleinigkeiten, die sich am Ende aber summiert haben. Und so standen wir schließlich da, wie komplett Unvorbereitete, mitten in absoluter Abgeschiedenheit, die Sonne fast weg, noch 70 Kilometer vor uns und stark sinkenden Temperaturen. Ich habe gerade Probleme, die Kamera einzuschalten bei den Fingern, die sind ziemlich kalt gerade. Es wird langsam aber sicher dunkel. Meine Finger sind schon halb erfroren. Die Strecke wird nicht besser. Junge, Okay. das ist schon abnormal. Das ist reinstes Überleben. Ich bin hochgesprungen, ich bin Okay, hochgesprungen. gut, passt. Ich wollte nicht meinen Fuß da Ja. runter haben. Gerd? Jetzt bin gerade hochgesprungen vom Motorrad. Hat alles wahrscheinlich wilder ausgeschaut, wie es war. Aber ich wollte jetzt nicht meinen Fuß nochmal da drunter haben. Das war ein Jump. Na, okay. Aber nimm sie einmal ordentlich und du machst den Rock. Okay, warte. So. Puh. Und weiter, oder? Ja, Keine Ahnung, was die Kamera jetzt noch gefilmt hat, der Akku war leer. okay. Ah, Gerd? yes. Boah, der Weg ist relentless, der macht mich fertig. Harter Weg. Ich glaube, das ist das härteste, was wir je gemacht haben. Mir ging langsam die Kraft aus und das ausgerechnet in dem herausforderndsten Teil des Tages. Nach 5 Stunden im Sandfahren war jetzt klar, physisch und körperlich schaffe ich das nicht mehr lange. Beim ersten Sturz hatte ich mir auch noch das Knie verdreht und wollte unbedingt vermeiden, dass das noch einmal passiert. Wohl wissend, dass das eventuell das Ende für mein Knie sein könnte. Das ist bei weitem das Anstrengendste, was ich je gemacht habe mit dem Motorrad. Und die war Enduro fahren und alles. Das hier ist Next Level. Was läuft? Junge, ich krieg nicht einmal einen Lenker gerade gehoben. Da muss ich jetzt ganz rüber. Fucking hell. Ah, Schatz, mein Fuß! Okay, Brandi? Warte. Ja, warte. Fahren in die richtige Richtung. Oh, shit, schon wieder auf mich drauf. Kann ich lupfen? Sorry, aber ich pack das nicht mit dir drauf. Ist okay. Das ist zu viel. Ist okay.
Aber um unsere Familie zu Hause zu beruhigen, schaut euch bitte einmal diese spektakuläre Landschaft an. Im Abendlicht wird der Ort so richtig magisch und kalt. Verwiss dich noch, Schatz. Bald haben wir's. Ja, es ist sehr anstrengend gerade. Ich merke, wie der Körper so langsam aufgibt. Viel Energie verbraucht heute. Und noch nichts gegessen. Lass uns mal sie heben, können wir alleine aufholen. Du musst noch ein bisschen Platz lassen, ich kann ja nicht nirgendwo heben. Okay. 3, 2, 1. Ja, gut. Ich habe keine Kraft mehr. Hier gibt es ziemlich coole Motorradverbotsschilder. Wenn das nicht heißt, du darfst nicht fahren, dann weiß ich auch nicht. Da war ich da. Auf jeden Fall schauen ihre Motorräder auf den Schildern schöner aus wie unsere. Jetzt gib mal welche, was du hast. Jetzt hebt sie das Loch an und so. Sie ist ein Baby. Wir machen jetzt die Stadt noch ein wenig unsicher. Ja, das ist ein langer Tag. Die kommt sicher in die Top 5 meiner besten Suppen. Nicht, weil sie besonders gut ist, sondern weil ich sie unbedingt brauche.